Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Propheten. So könnte man es fast sagen. Ich bin hier bei Emmy Connect, unserem Stammhaus in Landsberg am Lech. Aber das da ist ein Messestand von IGUS. Nachdem in diesem Jahr die Hannover Messe, die Motec und die Automatica ausfallen, hat IGUS sich entschieden, eine Tour zu uns zu machen. Finde ich toll. Wir schauen mal, was es da an Neuheiten aus der Robotik gibt. Da sehe ich was Spannendes, das sieht aus wie Software und ich habe hier den Herrn Mühlens, der mir 2, 3 Worte dazu erzählen kann, oder? Wir zeigen hier die IGUS Robot Control. Die IGUS Robot Control, das ist eine kostenlose Software mit dem Gedanken, dass der Kunde sich vorab die Software runterlädt, testen kann, ausprobieren kann, ob er damit zurechtkommt und erst dann Geld investieren muss. Voll ohne Lizenzen, eine komplette Vollversion und nachher 1:1 anwendbar auf die erschwingliche Automatisierungseinheit. Die hört auch nicht bei den IGUS-Komponenten auf, weil Low-Cost Automation ist nur dann Low-Cost, wenn eine einfache Integration und damit eine schnelle, kostengünstige Integration vonstatten gehen kann. Somit gibt es die Möglichkeit, Kameraschnittstellen zu integrieren, wie zum Beispiel die IFM-Kameras, die es auch auf unserem Marktplatz robotics.com gibt. Oder zum Beispiel verschiedene Greifer von verschiedenen Herstellern, wie die Firma Festo, Schmalz oder Schunk. Da hinten die Delta-Kinematik von IGUS, die kenne ich schon. Das ist jetzt nicht so ganz besonders neu. Spannend wird's, wenn man drunter schaut. Kurz zur Info, das gesamte System kostet ungefähr 4.000 €, 5.000 inklusive Steuerung. Da wird es jetzt spannend. Hier unten ist die, die ist weg, jawohl. Hier unten ist die Steuerung versteckt und zwar in dieser Box hier. Und wenn man die aufmacht, das ist das Spannende, schauen wir mal, ob man das sehen kann. Dann findet sich da drinnen eine Steuerung von IGUS. Hier hinten drin. Die Philosophie bei IGUS ist ja, dass man alles verwenden kann, was man möchte. Man kann eine Backhoff-Steuerung nehmen, eine Siemens-Steuerung, was auch immer man gerade da hat, einen PC. Aber man kann eben auch für alle, die All-Inclusive-Pakete wollen, eine Steuerung jetzt von IGUS haben. Und das sind diese netten kleinen Teile da hinten auf der Hutschiene. Hier vorne ist bloß noch ein Netzteil. Der Rest hinten, Steuerung, IOs, ähnliches, alles von IGUS. Faszinierend. Den Kumpel da hinten, den kenne ich. Das ist der IGUS Rebel, eine Art Cobot. Den habe ich vor 2 Jahren hier mal auf dem Kanal gefilmt. Das war einer meiner ersten Videos hier. Und damals war es aber ein Prototyp. Ich will mal sehen, was das heute geworden ist. Sind wir noch im Prototypenstadium? Ja, wir sind immer noch im Prototypenstadium, aber wir tun alles dafür, dass der Rebel im nächsten Jahr kauffähig ist. Der Rebel soll ein Cobot werden, der mit 2 Kilogramm Payload ausgestattet ist, ungefähr 800 mm Reichweite und das Ganze für 2.500 €. Das ist unser Ziel. Ja, was ist der aktuelle Status Quo? Der aktuelle Status Quo ist, dass wir vor allen Dingen viele Materialpaarungen getestet haben in unseren Laboren. Das heißt, wir kümmern uns ganz stark um die tribologisch optimierten Kunststoffe in diesem Getriebe. Wir sehen hier ein Brushless DC, ein BLDC in Kombination mit einem Well-Getriebe und konzentrieren uns auf die Tests und gleichzeitig auf die Leistungselektronik, weil auch die Leistungselektronik muss Low-Cost Automation zuspielen. Ja, auch die muss kostengünstig und erschwinglich sein. Deshalb ist das auch ein Thema, was uns momentan beschäftigt. Nachdem das Gerät komplett aus Kunststoff ist, sollte der eigentlich ziemlich leicht sein. Ist er auch. Ich bin schon echt gespannt, wann der fertig wird. Da habe ich jetzt noch ein Kürzel, das ich vor einem guten Jahr, 1,5 mittlerweile auf der Hannover Messe zum ersten Mal gesehen habe. RBTX Robotics, wie auch immer. Wie ist denn hier der aktuelle Status? Was gibt es denn auf der Plattform? Die Plattform oder der Marktplatz, sagen wir, weil da viele Anbieter zusammenkommen, Feline Robotics, RBTX.com, ist ein Marktplatz mit 2 Versprechen. Einmal dem Low-Cost-Versprechen, bedeutet, man hat immer einen Live-Preis, man kann immer für sich selber abschätzen, ist das für meine Anwendung geeignet, auch hinsichtlich des Preises, und das ist definitiv ein Novum, gerade in Europa. Und mit dem Zweitversprechen, dass alles zusammenpasst, auf der Hardware, aber auch auf der elektrischen Seite und auf der Software-Seite. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil nur dann kann die Integration sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Ja, was alles neu auf der Seite jetzt? Was hat sich alles getan in einem Jahr? Wir haben 13 neue Partner gewinnen können, über Greifer, Vision-Systemhersteller, bis hin zu aber auch Partner für Komplettzellen. Also es werden jetzt zukünftig auch komplette Roboterzellen erhältlich sein. Was findet man noch alles auf RBTX? Ganz viele Anwendungsfälle. Also wo wird die Low-Cost Robotic Automation Produkte, wo werden die eingesetzt? In welchen Anwendungsfällen und was wurde da genommen? Also eine klassische Copy-and-Paste-Vorlage. Warum nicht davon profitieren, wenn es schon mal einmal umgesetzt worden ist?
Ein Integrator-Service. Das heißt, wir haben ein Wizard, so nennen wir das, einen Click-Wizard eingebracht, der die wichtigsten Rahmenbedingungen für eine Automatisierungslösung abfragt, zusammenfasst und wo dann der Marktplatz das mit den Low-Cost Automation Produkten und auch Integrationen zusammen vermittelt, zu einer Lösung finden kann.